Eine lange und spannende Rehbockjagd ging erfolgreich zu Ende. Ein alter Bock lag auf der Strecke. Wie es dazu kam und welche Erlebnisse wir vorher machten, wollen wir euch im folgenden Film zeigen. Weidmanns Heil und viel Spaß beim Zusehen. Hier warten. Ja, hier war keine Chance. Sicher 1 Uhr nicht Ja, kommen. keine Chance. Das ist jetzt das Jagdbuch, da werden die Pirschen eingetragen und somit gibt es kein Problem, wenn irgendwer irgendwo hingehen will, dann weiß er, wo der andere ist. Funktioniert prächtig. Wir jagen diesmal in einem 8000 Hektar großen Revier in Westungarn und haben unseren Freund auf Rehböcke eingeladen. Nach dem ersten Kennenlernen des Berufsjägers Benjamin ging es dann gleich hinaus ins Revier. Schon beim Hinausgehen berichtete uns Benjamin, dass wir auf einen alten, schlauen Rehbock jagen, der in den letzten beiden Jahren von Gastjägern beschossen wurde, aber bisher nicht zur Strecke gebracht werden konnte. Wir gaben ihm sogleich den Namen der Eiserne und beschlossen uns auf diesen Rehbock zu konzentrieren. Der Einstand des Eisernen war ein Luzernenfeld. Es ging ein starker Sturm, weshalb uns der Bock nicht sofort wahrnehmen konnte, auch wenn er noch so erfahren war. Drei Rehe waren im Luzernenfeld zu sehen, 2 Jahrlinge und eine Geiß. Wir setzten uns nicht gleich auf den Bodensitz, sondern glasten die Luzerne Meter für Meter ab. Es zahlte sich aus, denn bei genaueren Abglasen der Luzerne entdeckten wir den Gesuchten. Er lag im Lager, nur die Stangen und Lauscherspitzen ragten aus der Luzerne hervor. Nun hieß es Geduld bewahren und ganz langsam und vorsichtig zu Sitz robben, bis die Waffe in Anschlag gebracht werden kann. Und danach hieß es warten. Es war vermutlich der Wind, der die Jäger verriet. Der Bock wurde von der Geiß mit in den sicheren Waldeinstand genommen. Beinahe wäre die Jagd nach wenigen Minuten vorüber gewesen. Doch St. Hubertus hatte noch einiges mit uns vor. Ja, wahrscheinlich.
Die Chancen, dass der Bock mit seiner Geiß zurückkommen würde, waren sehr gering. Dennoch blieben wir am Sitz und hofften, dass der Bock eventuell auf der anderen Seite herauswechseln würde. Später kam noch ein 4-jähriger Bock in Anblick, der flüchtig in Richtung Weg und abgestellten Auto absprang. Da der Wind immer stärker wurde, brachen wir ab und hofften auf einen windstilleren Morgen. Naja, vielleicht sind wir fertig, bevor der Regen kommt, mit dem Backen. Am nächsten Morgen ging es bei Tageslicht wieder hinaus ins Revier und die Erwartungen waren groß. Geiß steht schon wieder da. Und der Jäger schaut jetzt gerade, ob sich der Bock wieder neben der Geiß niedergetan hat. Oder ob es möglicherweise ein anderer Bock. Wieder war der Sitz am Luzernenfeld unser Ziel. Der Wind war sogar noch stärker als am Vorabend, was uns ein wenig die Hoffnung nahm, überhaupt Wild in Anblick zu bekommen. So setzten wir uns einige Zeit später wieder am Bodensitz an. Ein Sprichwort sagt, wenn der Wind jagt, kann der Jäger ruhig zu Hause bleiben. Doch wir gaben die Hoffnung keinesfalls auf. Der Sturm blies uns um die Ohren, doch wir blieben standhaft. Nur die Geiß kam in Anblick, vom Bock war nichts zu sehen, weshalb wir uns entschlossen, in die windstilleren Ecken hinter der Feldkante vorzupirschen. Schon nach der ersten Biegung kam der erste Bock in Anblick, ein kurz vereckter, mehrjähriger Bock. Es war aber nicht der gesuchte, trotzdem machte sich unser Freund bereit. Man konnte ja nicht wissen, ob vielleicht der Eiserne plötzlich irgendwo auftaucht. Das vorsichtige Gehabe des Bocks befeuerten unsere Hoffnung, dass der Eiserne vielleicht auf der windstilleren Waldwiese oder vielleicht sogar direkt im Windschutzgürtel vor ihm stand. Immer wieder sicherte der Bock ins Gehölz. Weiter hinten tauchte dann ein Jahrling auf, der sich scheinbar auch nicht in den Windschutzgürtel traute. Die lauten Windgeräusche ausnutzend ging es langsam, aber beständig voran. Immer wieder wurde eine Pause eingelegt und die Böcke beobachtet. Vielleicht würde der Eiserne doch plötzlich heraustreten. Rechts, ja. Die große Grasplatz. Und Wald, ja, links großer Wind. Okay, super. Ja, steht da. Das ist ein großer Wind. Ja, steht da.
Und höher nicht. Keine Chance, keine Chance. Ein alten guter Bock. Das wird nichts. Nachdem der junge Bock in den Windschutzgürtel gesprungen war, wollte Benjamin zur dahinterliegenden Waldwiese, wo er den Eisernen vermutete. Der Sturm war so laut und die Windrichtung passte, dass uns der Jahrling fast umgerannt hätte. Erschrocken sprang der Jüngling ab und verschwand im vermeintlichen Einstand des alten Bockes. Die Geiß lag gut versteckt im Lager hinter den Büschen, wo der Sturm offensichtlich erträglicher war. Vom Eisernen weiterhin keine Spur. Wir gehen jetzt zurück zu der Luzerne. Die Geiß, die liegt da im Lager. Und der Wind ist total stürmisch, ihr seht es selber. Und ja, schauen wir, dass wir wieder auf die windstille Seite kommen, wobei heute ist überhaupt kein Platz windstill. Eine Geiß, wie von vorhin. Spannende Jagd. Geiß. Geiß. Ja, ja. Der Platz wurde eingenommen und wir konzentrierten uns natürlich auf das Luzernenfeld. Dort sollte der alte Bock irgendwo auftauchen. Alles war soweit eingerichtet und wir beobachteten die jungen Böcke. Alle Blicke waren noch immer auf das Luzernenfeld gerichtet, als uns plötzlich weit weg eine Bewegung im Getreidefeld links vom Bodensitz den Atem stocken ließ. Ein Bock war hoch geworden, der Eiserne. Wir zögerten keine Sekunde und starteten die Pirsch erneut. Jetzt wird spannend. Jetzt gehen wir den Bock an. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ganz alter Bock. Wir stehen jetzt dorthin, wo der kleine Bock war, der junge Bock. Weil dann sind es nur so 50, 70 Meter. Jetzt sind wir schon in der Nähe. Jetzt sind wir da auf der Wiese.
Der Martin ist jetzt mit dem Seppi da reingegangen, nachsuchen, aber da ist weit und breit kein Schweiß. Also Vermutung wirklich Fehlschuss. Aber es hat doch Plützwig raus. Gerade wegen dem Fehlschuss am Vortag konnten und wollten wir die Jagd auf den Eisernen nicht einstellen oder gar alternativ einen anderen Bock bejagen. Nein, es sollte weiterhin auf den Eisernen gehen. So pirschten wir wieder in Richtung des uns schon gut bekannten Bodensitzes beim Luzernenfeld. Der Wind war noch immer stark, ja sogar stürmisch wie am Vortag. Überraschenderweise waren trotz des Sturmes die Rehe am freien Feld. Es waren wieder die beiden Jahrlinge und ein weiterer 3- bis 4-jähriger Bock mit kurzen Enden. Unser Ziel war aber klar, wir wollten zum Bodensitz. Vielleicht hat ja über Nacht der Eiserne den jungen Böcken gezeigt, wo ihre Grenzen sind. Die Hoffnung auf Anblick war ungebrochen. Nach einigen Minuten der Beobachtung ging es dann weiter zum Bodensitz. Ein herrlicher Sonnenaufgang erwartete uns. Vorerst war aber kein Reh im Luzernenfeld zu sehen. Kaum Platz genommen wurde ein anderer, alter Bock im Luzernenfeld hoch. Wir stellten uns natürlich gleich die berechtigte Frage, ob der Eiserne seinen angestammten Einstand durch den Jagddruck verlassen hat und sein neuer Einstand das Waldgebiet war, wo er am Vortag beschossen wurde. Es war für uns nicht vorstellbar, dass 2 alte Böcke sich einen Einstand teilen würden. Aber wer weiß, was in der Tierwelt alles möglich ist. So genossen wir weiterhin den herrlichen Anblick. Wir stellten uns bereits darauf ein, ohne Weidmannsheil nach Hause zu fahren, als plötzlich 2 Rehhäupter im Getreidefeld auftauchten. Und eines davon war tatsächlich vom Eisernen. Und wieder begann eine aufregende Pirsch. Wir haben den Bock gerade da drüben gesehen. Also ich habe den Bock da drüben gesehen. Auf der Seite. Mit der Geiß. Irgendwo da. Da steht er. Das ist sehr laut. Ganz ehrlich, ich nicht spüren. Der Pirsch hat sich jetzt am Bock geraten. Der ist dort am Eck, wo ich gezeigt habe, bei dem Hochsitz in
so ist die Jagd. Wir beide glauben, dass der Bock sich ins Lager gelegt hat. Dort am Rand, wo ich ihn das erste Mal und das letzte Mal gesehen habe. Aber ja. Jagd ist Warten, geduldig sein. Ja, und wenn es da bestimmt ist, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Dann wirst du halt mal Seil haben. So, wir verlassen jetzt diesen Platz. So kann es immer. Lange genug gewartet. Oh, steht er jetzt nicht so. Hey, Martin! Ja, wahnsinnig. Schau. Obi. Das gibt's ja nicht. Zurück. Wir wollen gerade weggehen. Dann fahren wir doch der Haupt auf. Neben dem Hochstand. Martin, direkt beim Baum, genau darunter. Quasi, ja. Das ist der Geiß. Jetzt stehen wir da 2 Stunden, ist nichts und jetzt taucht wirklich genau dort, wo ich den Bock mit der Geiß gesehen habe, taucht ein Haupt auf. So, jetzt definitiv Abbruch. Die Geiß, die da mitgestanden ist, wo der Bock eigentlich das letzte Mal gesehen wurde von mir, die ist dann auch verschwunden gewesen. Und jetzt pirschen wir nochmal danach vor zu dem Sitzel in den Graben. Kommt der Benjamin mit dem Auto. Das ist der Bock, der wahnsinnig. Ja, es ist der Bock. Wir sind gerade weggegangen. Warte, der sucht da weg. Ja, weg ist er. Ich muss sich das jetzt einmal vorstellen. Jetzt haben wir dort vorne 2 Stunden gewartet. Sind weg, haben die Geiß gesehen. Wieder zurück. Sind dort jetzt noch einmal 10 Minuten, Viertelstunde gestanden. Sind jetzt wieder weg. Jetzt schauen wir da zu der Luzerne da hinter uns. Und ich drehe mich noch einmal um, steht der Rehbock genau dort, wo ich ihn vorher gesehen habe. Und jetzt ist der Berufsjäger mit dem Auto gekommen. Und der Rehbock hat ihn wahrscheinlich gesehen und ja, abgesprungen und das war's. Rehbock hat Auto gesehen. Und weg? Ja. Was? 10 Tage nach unserem ersten Aufenthalt im Revier konnten wir uns wieder Zeit nehmen, um auf den Eisernen zu jagen. Mittlerweile war das Getreidefeld gedroschen. Dass der Rehbock nun weiterhin im Waldkomplex beim Hochsitz stehen würde, also dort, wo wir ihn beschossen haben, war unwahrscheinlich. Ob er seinen ursprünglichen Einstand wieder einnahm, wollten wir mit einem neuerlichen Ansitz am Luzernenfeld klären.
So pirschten wir wieder zur Buschzeile am Luzernenfeld, wo Benjamin wie gewohnt die Gegend auch auf der anderen Wegseite abglaste. Plötzlich erblickte mein Freund hinter dem Sonnenblumenfeld auf der anderen Seite einen Rehbock im Getreide. Jetzt nur noch Benjamin auf den Bock aufmerksam machen. Kein Zweifel. Ein Blick durch das Spektiv verrät es. Es war der Eiserne. Wirklich zum Verzweifeln. Jetzt hat sich der Bock das 3. Mal umgestellt. Sprich, zuerst war er in der Luzerne. Dann hat er sich zurückgezogen in ein Bücherlis zu einem kleinen Wald. Jetzt gehen wir schon das 2. Mal genau zu dieser Stelle, weil alle waren 100% sicher, der wird in dem Wald sein. Und jetzt beim Rauspirschen. Jetzt beim Anpirschen der vermutlichen Stelle ist der Bock 500-600 Meter auf der anderen Seite der Straße und sucht sich jetzt schon den nächsten Einstand. Für einen alten Bock vollkommen ungewöhnlich. Als die Pirsch begann, konnten wir nur noch sehen, dass der Bock in hohen Fluchten mehrere 100 Meter Richtung Auto sprang, um dann im Sonnenblumenfeld nahe des Weges zu verschwinden. Nun wurde überlegt, wo der Bock stehen könnte. Wir warteten schon einige Zeit, als Benjamin meinte, dass wir leise und langsam zum Sonnenblumenfeld pirschen sollten. Vielleicht würde der Bock irgendwo zu sehen sein, wenn nicht, würden wir die Jagd beenden.
Das ist nichts blöd, Bock. Das ist ein sehr kluger Bock gewesen. Super, super, Benny. Aber war die einzige Chance jetzt. Es geht nicht anders. Hat Maximum 10 cm mit. Ja, ja. Ja, ja. Wie viel Mitten, Wie viel mitten. Meter? Nicht 100 Meter. Nein, war nicht. 80. 80 Meter. Dann auf 100. Aber Ja, aber was ist das? was ist das? Und nichts blöd, Bock. Schlafen Aber so. So, guck. Ja, der hat uns mitgekriegt. und wie wir ich sehen, Bock sehen. Ja. Und Weg, nichts schnell, Ja. ist langsam. da langsam, ja. So klug. Das hat sich in das Sonnenblumenfeld hat er sich eingeschoben. Der hat uns im Wind gehabt, ist dann die 300, 400, 500 Meter abgesprungen, hat sich dann ins Sonnenblumenfeld eingeschoben und hat sich niedergetan. Und wir haben gewartet und dann haben wir gesagt, versuch mal, vielleicht sehen wir irgendwo in dem Streifen den Bock. Und wirklich liegt der Bock im einzigen Streifen, wahrscheinlich eine Traktorspur, ja, liegt der Bock niedergetan und eigt uns schon an. Und wie ich im Visier habe ich so richtig gemerkt, der Bock denkt und sagt, das ist nicht richtig, steht auf und zieht ganz langsam Weitloch auf Wiedersehen. Und dann hat er irgendwo mittendrin in dem Wegziehen, hat er sich noch einmal umgedreht und hat mir auf eine Distanz, wo es möglich ist, hat er mir den Träger gezeigt. Und da habe ich gesagt, jetzt oder nie. Und im Prinzip, wir haben nicht weit vom Auto geschossen, gell? Nein, wir sind nur ungefähr 2 Kilometer gelaufen. Gelaufen, ja. Aber das scheint hier in dem Revier so zu sein, man muss den Böcken mindestens immer 1 Kilometer folgen. Genau. Sonst hat man überhaupt keine Chance.